Ja Leute, mein Kleiderschrank sieht noch nicht so aus wie hier auf meinem Pinterest-Board. Und wenn euer Kleiderschrank auch eher so aussieht, dann müsst ihr unbedingt dieses Video gucken. Weil heute versuche ich, innerhalb von 2 Stunden meinen Kleiderschrank in meinen Pinterest Dream Closet zu verwandeln. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie schlimm mein Kleiderschrank aussieht und dass man nichts mehr darin findet. Und ich will jetzt so einen richtig schönen, so einen Pinterest-clean Schrank haben, wo ich auch Sachen drin finde. Und das einzige Problem ist, ich habe heute nicht so viel Zeit. Und deshalb machen wir eine Challenge. Und die Challenge sieht so aus. Schaffe ich es, meinen Kleiderschrank komplett aufzuräumen und schön zu machen in 2 Stunden. Dos Horas. Und wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das nämlich auch. Und deshalb dachte ich, mache ich daraus so eine kleine Challenge. Ist ein bisschen lustiger. Ich stelle mir dafür auch gleich einen Timer. Aber first things first, ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Also ich habe mir hier so Kisten geholt. Die will ich so oben auf meinen Kleiderschrank draufstellen, weil da habe ich auch alles nur reingeschmissen. Und jedes Mal, wenn ich die Tür aufmache, fällt mir mein Stiefel auf den Kopf, die ich da oben reingeklatscht habe. Und ich habe mir das so überlegt. Ich mache einfach die Kisten so, einfach 2 weiße und dann mache ich die rosanen in die Mitte. Guckt, dann mache ich so, weiß, rosa, weiß. Das fand ich eigentlich schön. Und hier passt sogar ziemlich viel rein. Ich hoffe, da passen noch meine ganzen Boots rein, weil sonst fliegen die da oben echt immer rum. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Dann stelle ich mir den Timer und dann räume ich erstmal alles raus aus meinem Kleiderschrank. Dann kommt mal mit. Das hier ist die Ausgangssituation. Der Horrorschrank. Ja. Lasst mal gerne einen dicken Daumen nach oben da, falls ihr denkt, dass ich es schaffe, innerhalb von 2 Stunden meinen ganzen Kleiderschrank aufzuräumen. Los geht's! So, Timer wird ready gemacht. Und nach 1 Stunde werde ich mir eine Pause gönnen, Leute. Ich sag's euch. Und dann mache ich mir irgendwas Leckeres als Belohnung. Vamos! 2 Stunden ab jetzt. Let's go! Oh, übrigens zeige ich euch noch so einen super Hack für Off-Shoulder-Pullover und Off-Shoulder-T-Shirts aufzuhängen. Es ist life-changing. Ich zeige euch das gleich. Aber jetzt räume ich erstmal hier diesen ganzen Kram raus. Whee! Leute, während ich hier ausräume, müsst ihr unbedingt mal bei Beauty Bay vorbeischauen, weil wir haben heute unsere Winterkollektion gelauncht. Ich habe auch schon was an, zum Beispiel hier meine Kette oder auch meine Ohrringe. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Teile wieder, die ausverkauft waren. Jetzt wieder im Shop, aber ihr müsst schnell sein, weil ihr wisst, die sind immer schnell wieder weg. Und weil ich dachte, ich mache eine kleine Special-Aktion, weil ja heute der Launch ist. Wenn ihr heute noch bestellt, dann bekommt ihr noch ein gratis Schmuckstück dazu. Einfach ein kleines Weihnachtsspecial vom Weihnachtsmann hier. Und das war im Shop, einmal unter der Infobox vorbei. Das hatte ich gar nicht an diesen Sommer. Ich finde Sachen, die ich jetzt gerne anziehen würde. So, der erste Schrank ist ready. Ich habe jetzt hier gerade meine ganzen Sporttops reinsortiert. Und hier sind die Sachen, die ich wieder einräumen muss. Das da ist alles Sommer, das kann ich jetzt nicht mehr anziehen. Und die Sachen kommen weg. Ja, und jetzt kommt der große Schrank dran. Das große Chaos. Wir haben jetzt noch to go 1 Stunde 34 und 23 Sekunden. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Leute, ich habe jetzt alles ausgeräumt und ich gar nicht mehr. Und ich habe rausgefunden, dass ich ungefähr 15 weiße Jogginghosen habe. Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und würde behaupten, das sieht noch nicht aus wie auf Pinterest. Die Sachen, die da hängen, die behalte ich noch. Also die hängen da schon mal so. Da wollte ich jetzt nicht alle wieder abreißen vom Kleiderbügel. Ich habe jetzt hier schon alles ausgewischt und ein bisschen nach Farben sortiert. Sieht schon viel besser aus. Eigentlich jetzt nur noch so die Hälfte. Und mein Boden sieht halt noch schlimm aus. Aber das sind so Off-Shoulder-T-Shirts, die muss ich gleich noch aufhängen. Und Jogginghosen. Aber es wird schon mal. Diese grüne Kiste muss auf jeden Fall auch weg. Aber die Stunde ist jetzt erstmal um. Deshalb muss ich mir jetzt leider etwas Leckeres zu essen machen und eine Pause machen. Ich bin back. Frisch
gestärkt mit Nudeln. Und jetzt machen wir den Timer mal weiter. Uno, dos, tres. Oh, ist ausgegangen. Jetzt noch 57 Minuten und 16 Sekunden. Und ich zeige jetzt mal einen coolen Hack für meinen Auf-Schulter-Pullover und T-Shirts aufzuhängen. Ich muss eben die Kamera weiter runter machen, dann seht ihr es nämlich nicht. Ah, und dann mache ich den Timer auch wieder auf Pause, weil das zählt ja jetzt nicht. Halt, stopp. Also so soll es am Ende aussehen. Dann habt ihr es so schön fest und es kann nicht runterfallen. Und dann nehmt ihr einfach den Pulli und dann faltet ihr den einmal genau in der Mitte, dass die Ärmel dann übereinander liegen. Und dann müsst ihr einen Kleiderbügel nehmen und den Haken hier so in die Achsel reinlegen. Und dann klappt ihr die Ärmel um. Und dann steckt ihr die noch hier drunter. So. Und dann nehmt ihr den anderen Teil und steckt den hier drunter. Und dann hält schon gut. Also ich finde das mega, weil es hat mich mal so aufgeregt, dass die Teile mal runtergerutscht sind. Und das gleiche könnt ihr auch mit T-Shirts machen. Auch wieder in der Mitte einmal falten. Ärmel schön übereinander legen. Dann wieder hier den Haken in die Achsel. Und dann die Ärmel umklappen, hier reinstecken und das umklappen und hier reinstecken. Da, da, da. Das kann man jetzt schon mal aufhängen. Braun zu braun natürlich und grau zu grau. Bam. Okay, das muss jetzt auch mit gefühlt 180 anderen Auf-Schulter-Sachen machen. Ich glaube, ich habe eine kleine Sucht danach, meine T-Shirts abzuschneiden. Vermute ich jetzt mal. Meine ganzen Sachen jetzt gefalten. Und ich habe hier jetzt auch schon ein paar Sachen wieder aufgehangen. Und da hinten alles ausgeräumt. Und jetzt muss ich die Sachen hier aufhängen. Übrigens sieht es hier jetzt so aus. Hier hängen jetzt immer noch meine Leinenhosen und dieses Ding hier. Ups, das fand ich eigentlich ganz gut. Und jetzt hänge ich da schon mal meine Auf-Schulter-Sachen hin. So, ich habe jetzt hier gerade alles schon gefalten. Ich habe mir hier so kleine Häufchen gemacht. Hier sind meine Tube-Tops zum Beispiel. Die sind ein bisschen sortiert. Hier sind so Party-Tube-Tops. Und hier ist auch der Rest. Hosen, dass ich alles durch einräumen kann. Und dann habe ich hier rein meine Schlafanzüge sortiert. Da. Und hier habe ich jetzt Sportsachen reingemacht in diese Kiste. Also einfach so ein paar, die ich öfter benutze. Also Sport-T-Shirts und ein paar Hosen. Und ich habe jetzt auch ein bisschen umdisponiert. Aber guckt mal, ich habe jetzt hier ein paar Jeans reingemacht. Sonst war es nämlich so nervig, wenn die da unten im Schrank lagen. Und so ein paar dickere Pullover, weil sonst immer die Kleiderstange halb durchgerissen ist. Und da stelle ich jetzt hier noch meine Schlafanzüge rein. Und jetzt kümmere ich mich hier um den Haufen. Der geht übrigens in meinem Badezimmer noch weiter. Das sieht doch super aus. Okay Leute, mein Boden sieht schon besser aus. Guckt mal, ich habe jetzt hier all meine Leggings hergeholt, weil ich habe mir überlegt, dass ich jetzt in dieses Körbchen hier, in das pinke, meine Sportsachen reintun werde. Ich kann mich immer noch nicht von meinem Turnanzug trennen, weil vielleicht brauche ich den ja irgendwann nochmal. Und ich falte jetzt hier mal die ganzen Sachen da rein. Ich habe mein schönes Körbchen, das sieht doch schon gut aus. Und das packe ich jetzt mal oben in den Schrank. So, ich habe jetzt gerade schon angefangen, hier meine ganzen Klamotten wegzuräumen, die auf dem Boden lagen. Aber hier liegen jetzt immer noch Pullover und Jacken. Aber ich habe jetzt hier schon mal die Sweatshirt-Jacken aufgehangen und die Sweatshirts. Also ich habe so ein bisschen versucht, Farben zu machen. Hier drin sind jetzt meine dicken Pullover alle, weil ich finde das besser, als wenn ich hier die Röcke reinmache. Die habe ich woanders hingetan, zeige ich gleich noch. Und ja, jetzt habe ich hier noch das. Und das muss jetzt noch da rein. Ja, wie stehe ich denn hier? Naja, ich kann auf jeden Fall nicht mehr. Aber wir machen schön weiter. Ich muss mir eben das Sweatshirt überziehen, Leute, nicht wundern. Mir war so kalt. Wie findet ihr mein Farbmuster? Oh, ich finde, das sieht so schön satisfying aus, wenn das so schön übergeht in die Farben. Tada! Guckt mal, ich habe jetzt gerade vor die Kisten noch so ein bisschen Deko gestellt. Also hier zum Beispiel die Pflanze. Und es klappt sogar mit der Tür zu machen, mit der Pflanze noch. Und hier noch so eine schöne Box von Dior. Das war mal so eine Weihnachts-Special Edition. Und ich finde, das sieht schon schön Pinterest-like aus. Und dann zeige ich euch jetzt mal, was hier noch so ist. Also
Hier habe ich Jogginghosen. Hier sind so eher dünnere Jogginghosen und hier sind so richtig dicke Winter-Jogginghosen. Und dann hier in den Schubladen, da sind Socken und Unterwäsche drin, das zeige ich euch nicht. Aber hier, guckt mal. Ist meine Brandy-Schublade. Also das hier sind fast alles so Brandy-Höschen. Und das hier sind noch normale andere Schlafanzüge. Und dann kann man sich immer hier so ein Päckchen nehmen und dann auch wieder reinstecken. Und ich finde, das sieht so schön aus. Guck mal. Es gab wirklich, ohne Witz, auf YouTube so Tutorials, die hießen irgendwie Brandy-Schublade, wie man diese Höschen und Oberteile falten kann von Brandy, um diese schöne Schublade zu machen. Also es gibt Tutorials für alles, glaube ich, aber hat sehr gut geklappt. Und hier unten habe ich jetzt auch Platz frei. Weiß ich nicht, wie ich da rein tun kann. Ja, und die andere Seite ist eigentlich auch schon schön. Die kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Also ich habe meine dicken Pullis ja hier reingetan und hier hängen wieder meine Leinenhosen. Und dann hier unten sind so fette Sweatshirtjacken und noch dickere Pullis. Also es ist echt Winter. Und hier unten sind Schuhe. Hier habe ich nochmal mehr Sportsachen und Sporttops. Und da oben in der Kiste sind noch mehr Handtaschen. Da komme ich so schlecht dran. Und da sind noch Bikinis drin. Ich habe übrigens meinen Timer jetzt ausgestellt, Leute. Es wird nämlich mittlerweile schon dunkel draußen. Und man schafft es einfach nicht in 2 Stunden. Ihr müsst ein bisschen mehr Zeit für euren Kleiderschrank einplanen. Also, die Challenge habe ich leider gefailt. Es tut mir sehr leid. Aber ich mache jetzt das ultimative Pinterest-Upgrade von meinem Kleiderschrank. Ich habe mir nämlich jetzt hier Lichterketten geschnappt. Und die mache ich jetzt hinten in meinen Schrank rein. So ein bisschen indirekte Beleuchtung. Da war eigentlich aber eine indirekte Beleuchtung in meinem Kleiderschrank. Nur die ist kaputt. Deshalb muss ich jetzt selber eine machen. Ich glaube, ich lege das einfach da hinten rein, weil ich kann es nicht über die Kleiderbügel machen, weil dann nervt das total, wenn man die abmacht oder verschieben will. Wie mache ich das jetzt am besten? Hilfe! Ich glaube, ich brauche ein bisschen Tesafilm, um das in den Ecken festzukleben. Das habe ich mir einfach vorgestellt. Ich versuche gerade seit 10 Minuten mit Tesafilm die Lichterkette festzukleben, aber sie will nicht so wie ich. Ich raste aus. Nein, die ist wieder abgefallen. Ich kann das alles nicht mehr. 3 Stunden später. Dutt hat auch aufgegeben, aber ich habe es geschafft. Also ich finde, das ist schön geworden. Meinen Tesafilm hier wegmachen. Und ich habe meistens eher meine Tür auf. Das heißt, man sieht auch schon die Pflanze. Und meine liebevoll angebrachte Lichterkette. Und hier auf der Seite habe ich jetzt gedacht, als Deko. Ja Leute, diese Pflanze als Deko funktioniert dann nicht, weil das ist steinhart. Da ist so ein Stein drin. Und ich habe Angst, mir auf den Kopf fällt, deshalb stelle ich es mir lieber nicht dahin. Aber ich habe hier noch so 2 schöne Tütchen und ich dachte, die kann ich vielleicht da oben noch hinstellen. Warte, ich mache mal Licht an. Bisschen Ästhetik. Haben die auf Pinterest auch immer. Oh, das finde ich ganz schön. Oder lieber da in die Ecke? Ja, das finde ich schon schöner. Und es tut nicht so weh, wenn es auf meinen Kopf fallen sollte. Ja, alles sieht schon schön aus. Nur mein Badezimmer nicht. Da liegen jetzt noch Kleiderbügel und das ist alles Wäsche. Deshalb gucken wir nur hier rüber. Das war es mit meinem Kleiderschrank-Makeover. Ich finde, das sieht richtig schön Pinterest-like aus. Und ihr könnt auch mal in den Kommentaren mal wetten, wie lange ich schaffen werde, den so zu lassen. Aber ich gebe mir jetzt wirklich, wirklich Mühe. Weil ich finde, das sieht echt schön aus. Und so suche ich mir auch viel über meine Outfits raus und habe auch alles viel besser in einer Übersicht. Leider habe ich die Challenge nicht ganz geschafft, aber dafür ist mein Kleiderschrank trotzdem sehr schön geworden. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat als 2 Stunden. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ihr sehr gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen und auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder mit hoffentlich immer noch schön aufgeräumtem Kleiderschrank. Okay, bye bye!